Herzlich willkommen zur neuen dreiteiligen Zeichenserie. Normalerweise zeige ich diese Serie nur auf meiner Webseite als kostenlosen Zeichenkurs. Doch heute möchte ich diesen Kurs mit dir hier auf YouTube teilen. In Teil 1 lernst du etwas Räumliches darzustellen, eine Grundlage, die dir für deine zukünftigen Zeichnungen enorm weiterhelfen wird. Also, los geht's mit Teil 1. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video des kostenlosen Zeichenkurses. Du siehst, wir werden uns mit der Quaderform befassen, den Quader in verschiedenen Richtungen zeichnen und daraus dann einen Tisch entwickeln. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, diese Form zu verstehen und in vielen Perspektiven zeichnen zu können, weil wir daraus sehr viele andere Formen ableiten können. Ja? So, lass uns loslegen. Du siehst, zur Orientierung habe ich hier auf dem Übungsblatt einen Quader schon vorgezeichnet und es geht wie immer in meinen Zeichenkursen nicht darum, den Quader 1:1 abzuzeichnen, sondern das Prinzip zu erfassen. Wir haben hier vorne das Rechteck und wir haben die obere Seite und die linke Seite. Der Quader ist praktisch ungefähr so von uns weggedreht. Ja, ich hoffe, das siehst du gut in der Kamera. Und achte einfach darauf, dass die aufeinander zulaufen. Ja, also das bewegt sich in einen Fluchtpunkt rein, der hier außerhalb der Fläche ist. Zum Thema Fluchtpunkt und Perspektive erkläre ich in dem großen Zeichenkurs alles ausführlich Schritt für Schritt. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen Freude haben, einen Quader zeichnen in verschiedenen Perspektiven und im unteren Teil werden wir dann aus dem Quader einen Tisch zeichnen. Also los geht's. Was brauchst du? Einen ganz einfachen Bleistift, ein Lineal und natürlich, wenn du ein wenig radieren willst, ein Radierstift oder einen ganz normalen Radiergummi. Ja, also, lass uns loslegen. Lass uns zuerst hier diese Ansicht zeichnen. Los geht's. Eine horizontale, darunter die zweite horizontale und dann zeichnen wir hier einfach das Rechteck und zeichnen nach hier die linke Seite und gehen jetzt hier hoch, die Oberseite zeichnen und zeichnen hier den Abschluss ungefähr. Ja. So, dass du erstmal das Gefühl hast, hier können wir aus dem Quader was konstruieren. Ja. Du siehst, ich habe hier ein bisschen mehr die obere Seite sichtbar gemacht, weil ich hier schräger mit den Linien gegangen bin. Aber das spielt keine Rolle. So merkst du gleich, wenn man ein bisschen die Ansicht verändert, wie sich das verschiebt. Ja. Wie gesagt, unsere Vorlage. Wir machen unser eigenes Ding hier im gleichen Prinzip. So, jetzt zeichnen wir noch die hintere Linien ein. Da gehst du hier senkrecht runter. Senkrecht zu der. Die Senkrechten bleiben in dieser Perspektive erstmal alle senkrecht zueinander. Und dann gehen wir hier zu dieser Linie und diese Linie ist unser Kreuz dann, ja, wo wir praktisch genau dorthin kommen. Okay, dann geben wir dem Quader hier unten noch ein bisschen Bodenhaftung. Unten immer betonen, dann liegt er auf der Unterlage besser. Ja. Also, wir haben hier den ersten Quader schon mal gezeichnet. Jetzt zeichnen wir den gleichen Quader nochmal und die Richtung nach rechts. Ja. Wir drehen ihn einfach, das bleibt frontal zu uns. Ja. Wir haben jetzt hier eine Frontalperspektive und wir drehen den hier, dass wir die rechte Seite und die obere Seite sehen. Weiter geht's. Also wieder die obere, die untere, die Breite festlegen und dann gehen wir jetzt mal diesmal in diese Richtung. Hier mal ein bisschen steiler, senkrecht zu der und hier gehen wir auch hin. Na, die muss ein bisschen steiler. Radiere ich mal weg, also dass sie zu der letztendlich ein wenig zuläuft und nicht breiter wird. Ja. So. Ich glaube, so ist das besser. Und dann ziehen wir uns hier oben
die hintere Seite ran, kurz schauen, ob das alles einigermaßen stimmig ist. Und dann ziehen wir uns hier unten die untere Seite. Ja. Vorderseite immer ein bisschen mehr betonen und lockeren Strich zeichnen. Ja. So, wir legen wieder die hintere Seite fest. Das ist immer wichtig für das räumliche Verständnis zu entwickeln, ja. Dass man das immer weiß, wie sieht der Quader in einer dreidimensionalen Form aus. Ja. Eine sehr, sehr gute Übung. Okay, weiter geht's. Jetzt zeichnen wir den Quader rechts ein und legen hier wieder los. Wir zeichnen den Quader nicht rechts ein, Entschuldigung. Wir zeichnen ihn frontal, dass wir nicht die Seiten sehen, sondern nur vorne und hier oben. Ja? Ich habe ja gesagt, wir verändern die Perspektiven. So, Nummer 1, Nummer 2, Senkrechte. Senkrechte. Die Senkrechten bleiben senkrecht. Dann gehen wir hier rein, ja, und hier rein. Versucht, dass die ungefähr die gleiche Schräge haben, denn daraus werden wir gleich unseren Tisch konstruieren. Ja. So. Also diese Ansicht haben wir jetzt gezeichnet. Frontalansicht und diese. So, auch hier suchen wir uns wieder die 3D-Form. Die Senkrechten bleiben senkrecht zu diesen Senkrechten. Und dann gehen wir hier hoch. Hier ungefähr die gleiche Schräge. Circa, wir wollen jetzt nicht zu genau sein, das machen wir unten noch etwas besser. Und ziehen dann hier diese Linie und du siehst, das vordere Rechteck ist größer als das kleinere, weil der Würfel von uns weggeht. Dadurch stellen wir eine räumliche Perspektive her, die in der Kunst sehr, sehr nützlich ist, ja, dass wir uns das sozusagen anschauen und Tiefe in unsere Zeichnung reinbekommen. Wenn du tiefer ins Zeichnen eintauchen willst, findest du unter dem Video den Link zu meiner Akademie. Dort erwarten dich die großen Zeichenkurse. Weiter geht's mit dem Video. So, jetzt gehen wir in die untere Seite rein und werden jetzt diese Form nutzen, um hier unten gemeinsam einen Tisch reinzuzeichnen. Los geht's. Schnapp dir das Lineal und zieh dir hier oben, ach nein, wir nutzen gleich die Linie, siehst du? Können wir das Lineal eigentlich weglassen. Leg dir mal hier in der Mitte einen Fluchtpunkt fest, also mach mal einen Punkt. Schreib ruhig Fluchtpunkt dran, kriegst du schon Vorgeschmack von der Perspektive. Das ist der Punkt, wo praktisch die beiden Linien dann nachher reingehen. Ja? Dann zeichnen wir uns jetzt hier unten, mach mal ein bisschen größer, die Tischplatte ein. Ja? Wir nehmen jetzt mal die Vorderseite hier und zeichnen hier uns eine Linie ein. So. Von dieser Linie gehen wir dann zu den Fluchtpunkten hin, Ja? Wenn es dir hier zu schräg ist, nimm dir ruhig vielleicht hier das Lineal. Ich mache das mal auch jetzt, dass es ein bisschen deutlicher wird für dich, einfacher zu verstehen ist. Also du siehst praktisch hier, dass die Seiten des Tisches in diesen Fluchtpunkt reinlaufen. Und jetzt legen wir uns hier noch eine parallele Linie fest und zeichnen uns den oberen Teil ein der Tischplatte, ja? Also den hinteren Teil. So, jetzt haben wir hier eine Tischplatte. Ich sehe gerade, die Linie ist ein wenig schräg geworden, die muss hier ein bisschen höher. Das ist der Nachteil des Lineales. Deswegen mache ich das jetzt ohne Lineal. Also du kannst natürlich wahlweise Lineal benutzen. Ich gehe hier, mache das jetzt einfach freihand. Weil auf die Genauigkeit kommt es nicht an, aber zu ungenau will ich hier auch nicht werden. Also, wir haben hier dann die Seitenkanten und hier auch die Seitenkanten des Tisches. Ja? So, also wir haben jetzt die Tischplatte gezeichnet. Jetzt zeichnen wir uns hier die Senkrechten ein, also die Höhe des Tisches. Ich versuche hier unten ungefähr eine Höhe hinzubekommen. Na, mein Blatt hier unten etwas krumm. So, hier ungefähr eine Höhe hinzubekommen.
dass diese Seite und diese Seite ungefähr gleich ist. Ja? So, das ist nur die Hilfslinie. Die Hilfslinie nehmen wir uns dann nachher weg. Okay, jetzt wollen wir uns die Tiefe noch einmal reinzeichnen. Ja? Wieder senkrechte Linien runter. Hier auch wieder senkrechte Linien runter. Jetzt kannst du das entweder hier schätzen zu dem Fluchtpunkt oder du nimmst das Lineal. Na, ich zeige es dir mal mit Lineal. Fluchtpunkt, die untere Seite des Beines. Da machen wir uns hier mal eine ganz dünne Linie hin, die mit der zusammenläuft. Und hier machen wir genau das Gleiche. Ja, das ist schon eine perspektivische Konstruktion sozusagen. So. Diese beiden Ecken verbinden wir jetzt. Die beiden Punkte ist besser gesagt. Und dann haben wir hier unser Konstrukt für den Tisch schon. Ja? Du siehst, es wird immer mehr und mehr ein Tisch. Und diese Hilfskonstruktion ist halt wichtig, damit die Lage der Beine letztendlich herausfindest. Ja? Also wo die vorderen sind, wo die hinteren sind. Ja? Ich nehme mal jetzt hier meine Linie ein wenig weg. Ja. So, die stört mich nämlich jetzt. Kannst du bei dir auch machen. Die Hilfslinie nehmen wir zum Schluss weg, je nachdem wie stark du diese Linie hier gezeichnet hast. Es geht praktisch nur darum, dass wir hier ungefähr die gleiche Höhe des Tisches haben. Ja. So, okay, jetzt legen wir die Höhe der Tischplatte fest. Ich würde schätzen so ungefähr. Ich mache mal eine etwas dickere Tischplatte. Kannst du mit Lineal zeichnen oder freihand. So, also wir haben die Tischplatte. Die obere Seite der Tischplatte. Und jetzt beschäftigen wir uns mit den beiden. Wir haben gesagt, die Senkrechten bleiben parallel. Wir haben hier eine Frontalperspektive und wir zeichnen jetzt schöne, kräftige Tischbeine ein. Ja? Mit kräftig meine ich Breite. Ja? Das ist die Vorderseite des Beins. Stell dir vor, das Tischbein ist wie ein Quader und jetzt zeichnen wir noch die Innenseite. Die ist ja sichtbar in unserer Perspektive. Ja? Aber natürlich ist die Vorderseite breiter als die Seite. Weiter geht's. Also wir machen die ein bisschen schmäler. Hier ist sie gerade und hier läuft sie, deswegen haben wir diesen Strich in diese Richtung. Ja? Also das Seitenbein ist ein stehender Quader, hier ist ein liegender Quader. Okay, das gleiche machen wir mit dem hinteren Bein. Hier haben wir die Markierung für das hintere Bein. Das ist ein bisschen schmäler als das vordere, weil es von uns weggeht. Alles, was von uns weggeht, sollte kleiner sein. Wieder diese Schräge und hier machen wir das ein bisschen schmäler. So dass die Proportionen so einigermaßen stimmen. Ja. Du musst halt gucken, wie es bei deinem Tisch aussieht, nicht immer mit meinem vergleichen. Wichtig ist, dass dein Tisch halt auch eine schöne Wirkung hat. Ja. So, hier machen wir genau das Gleiche. Hintere Bein, Stärke ungefähr so. Und dann gehen wir hier Richtung Fluchtpunkt und zeichnen uns hier die Seite des Beines ein. Und jetzt nehmen wir hier die breite Seite, das vordere Bein, gehen hier wieder Richtung Fluchtpunkt und zeichnen die Seite des Beines etwas schmäler ein. So, machen hier unten, da der Tisch ja auf dem Boden steht, geben hier eine gewisse Haftung rein und machen dann das, haben jetzt praktisch unser Beinkonstrukt. Ja? Also denke immer, wie die Linien hier verlaufen und dann kommen wir praktisch dorthin, wo wir hinwollen. Du siehst, wir haben jetzt den schönen Tisch hier konstruiert, ja, wie er praktisch vor uns steht. Die Beine richten sich nach der Perspektive und jetzt radieren wir mal die Hilfslinien ein wenig raus und werden dann noch Licht und Schatten kurz ransetzen, damit der Tisch etwas realistischer wird. Ja?
Ich habe eine kurze Bitte an dich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir ein Like für dieses Video dalässt. Damit drückst du mir deine Wertschätzung aus und es motiviert mich, immer mein Bestes zu geben. Vielen Dank. So. So, also das Licht, ich mache mal hier einfach Sonne rein. Das Licht kommt von oben vorne. Ja? So, das heißt, die Seite schraffieren wir. Kannst du einfach eine lockere Schrägschraffur machen, dass man sieht, dass die Tischplatte hell ist und die Seiten dunkler. Das gleiche machen wir mit den Beinen. Und mit den hinteren Beinen natürlich auch. Hier machen wir das und auf der anderen Seite natürlich auch. Ja, so zeigen wir sozusagen, wie unser Konstrukt funktioniert. Ja. So, hier machen wir das auch noch ein bisschen dunkler, aber nicht so dunkel wie hier, weil die Tischplatte ja hier Schatten drauf wirft ein wenig. Ja. Die Seite. So, und jetzt zeichnen wir uns mal hier ein bisschen Schatten unter den Füßen, einfach ein bisschen schräg halten und hier auch. Den Schatten lassen wir hinten einfach auslaufen und hier machen wir genau das Gleiche. Und hier weiter. So, jetzt können wir den Bleistift ein bisschen schräger nehmen und machen hier unten auch noch ein bisschen Schatten runter. Ja, die Tischplatte beschattet ja den Fußboden. Die Seite, die wir hier sparen, wird hinten wieder verlängert. So haben wir jetzt ungefähr Licht und Schatten voneinander getrennt. Du siehst, der Tisch wird immer anfassbarer, greifbar. Ich gehe auch noch mal etwas schräg rein, um das noch besser zu demonstrieren. Wie dunkel du das machst, kannst du selber entscheiden. Ja? Nehmen wir hier die Hilfslinie noch raus. Und hier mache ich das auch nochmal. Ja, so haben wir dann noch ein bisschen mehr Unterschied. Also die vom Licht abgewandte Seite der Beine machen wir jetzt einfach noch ein bisschen dunkel. Jetzt gebe ich hier, jetzt verstärke ich nochmal ein paar Stellen, indem ich die Linie nochmal nachziehe, sodass klar wird, was vorne und was hinten ist. Ja? Ganz, ganz wichtige Übung. Und hier trennen wir auch nochmal. Und die Beine auch noch. Ja, dass die Beine stärker zu sehen sind als die hinteren. Und hier auch. Also auch dadurch, durch Betonung, kriegen wir mehr Tiefe in unsere Zeichnung rein. Ja? Hier machen wir das auch noch ein bisschen dunkler, weil die Tischplatte kriegt natürlich am meisten Licht, aber nicht so dunkel wie hier. Nur einfach bloß zeigen, dass hier ein anderer Lichteinfall ist. Ja?
Wichtig ist halt, dass der Unterschied zwischen den beiden Flächen hier klar zu sehen ist. So, du siehst, wir kriegen hier einen wundervollen Effekt rein. Und schau dir ruhig mal den Tisch an, getrennt von meinem, das hier auch vielleicht ein bisschen zudecken. Und dann kannst du ganz einfach schauen, ob er so perspektivisch für dich hinhaut, von der Ansicht her. Ja. Ich deute hier noch ein bisschen Holz an. So. Und dann sind wir auch schon durch. So, wenn du magst, nimm deine Hilfslinien auch weg. So, reicht schon. Ich will auch nicht zu viel machen. Hier auch noch ein bisschen. Ja, also du siehst, wenn man das richtige Wissen hat, wie man leicht aus so einem Quader einen Tisch entwickeln kann. Da kannst du einen Sitzhocker entwickeln. Alles, was diese Quaderform oder die quadratische Form, was die Hälfte wäre, ungefähr diesem System entspricht. Die Grundlage ist halt, diese Vorstellungskraft durch das Zeichnen zu entwickeln und den Würfel in alle Richtungen drehen zu können. Ja? Okay. Ja, das war der erste Teil der Zeichenserie. Ich hoffe, du hast Freude gehabt und konntest sogar gut mitzeichnen. Schau dir auch gern Teil 2 und Teil 3 an. Bis zum nächsten Video hier.